Professor, he, oh, he, wohin soll ich gehen? Sicher hat er sich wieder irgendwo hingesetzt, um eine Beobachtung in sein Notizbuch zu schreiben. Während sich Professor Pontius seine Notizen macht, ist die Welt wie ihn gestorben. Wenn bloß er nicht gestorben ist. He, ho, he, nur ein Zeichen, Professor. He, ho, he, ich kann Sie nicht sehen, Professor! Ich muss ihn finden, sonst erfriert er. Was für ein trauriges Ende das wäre für einen Mann wie ihn. In der Zeitung wird stehen, Wissenschaftler in Transsilvanien umgekommen. Und niemand wird von mir reden, niemand wird Alfred vermissen. Hey, oh, hey, hören Sie, ich bin Professor, Ihr patenter und dezenter, resistenter Assistent. Was hältst du von den kleinen runden Dingern, Junge? Klein?
Die sind groß. Nicht die Dummkopf, die da. Zielgut, Professor. Das ist Knoblauch. Knoblauch, Mann. Das Ziel unserer Mission ist ganz nah. Herr Wirt! Chagall ist mein Name, zu Diensten ich freue. Gibt es hier in der Gegend ein Schloss? Ein Schloss? Nicht doch. Hier gibt es genauso wenig ein Schloss wie eine Windmühle. Habt ihr schon mal eine Windmühle gesehen? Da ist das Geschäft. Sie nennen es keine Windmühle, kein Schloss. Nur einen Dorftrottel haben wir hier. Aber da? Und warum trägt hier jeder Knoblauch? Knoblauch? Knoblauch hilft gegen vielerlei. Worum Kelcher will? Ein Knoblauch, 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 Knoblauch. Hatte und der Haarausfall. Jeder zeigt mir überall. Knoblauch, Knoblauch, ist unsere Leidenschaft. Knoblauch, Knoblauch, mit einem Seelenlauf. Mach größer, was zu klein ist. Mach stärker, was zu fein ist. Mach härter, was zerstört. Ich darf den Herren jetzt das Zimmer zeigen. Knoblauch, Knoblauch, mit jedem Tag ist rum. Knoblauch, Knoblauch, man kann ja wieder jung. Es muss für Niederschwellen, es sind für Niederquellen. Es schafft Erleichterung, es schafft Erleichterung. Befreit diese bestärkten Kämpfe, bringt Erleichterung. Bitte, meine Herren, ihr im Chor. Hallo! Hier geht's weiter. Hörst du? Wunderschön. Was ist das? Was ist was? Naja, diese Sünde. Das. Der Wind. Himmlisch, der Wind. Wir sind gleich da. Der Wind. Ja. Bitte sehr, meine Herren, treten Sie ein. Unsere Luxussuiten. Etwas Besseres finden Sie nirgendwo. Und hinter dieser Tür, meine Herren, bequemer gibt es nicht. Ein hochmodernes Badezimmer. Hier finden Sie etwas wirklich Schönes. Sarah! Hab ich dir nicht 1000-mal gesagt? Raus hier! Nein, bleib! Ich vergaß meine Tochter. Entschuldigen Sie, das Bad wird gleich frei sein. Eine schöne Tochter ist ein Segen, doch ein Segen, der mich schon gemacht. Denn was soll der Vater tun dagegen, wenn das Weib in seinem Kind erwacht?
Mann ist. Jeder Mann ist irgendwie ein Schwein. Schlaf, mein Muschelschätzchen. Träum, mein Kuschelkätzchen. Niemand darf dich wecken, niemand dich entdecken. Dir wird schaden, mir wird schaden, uns wird schaden. Bleib bei Papa. Der Gedanke, dass ein geiler Lüstling sie befingert das Tier in mir. Und bevor sie so ein Wüstling küsst, schwing ich den Hammer und blockier die Tür. Dann erst kann ich mich zum Schlafen legen und mach trotzdem kaum ein Auge zu. Meine schöne Tochter ist mein Segen, doch die Angst um sie raubt mir die Ruhe. Schlaf, mein Muschelschätzchen. Träum, mein Kuschelköpfchen. Niemand darf dich rauben, nie Werd ich erlauben! dir wird schaden, mir wird schaden, uns wird schaden. Bleib bei Papa. Eine schöne Tochter ist ein Segen. Ein Segen? Ein Mädchen, das so lächeln kann, hab ich nie gesehen. So einen netten jungen Mann habe ich noch nie gesehen. Ich kann nicht schlafen, doch ich bin auch nicht wach, denn ich träum. Seit wir uns trafen, macht es Sinn, was ich mach, auch wenn ich einfach nur die Zeit versäum und verträum. Ein Mädchen, das so einschätzen kann, so natürlich Zierlich habe ich noch nie gesehen. Junge, hörst du das? Jemand schleicht durchs Haus. Etwas geschieht, ich weiß nicht was. Doch ich krieg es raus. Was macht mein süßes Magdalein? Setz dich auf mein Knie. So eine tadellose Magd hatte ich bisher noch nie. Ich fühl ein Seelenwind verweht und ich will, denn ich träum. Ich kann dich leben, sicher wird mein Herz still, während ich neben dir die Zeit versäum und verträum. Der Schuft hat sich davon gemacht und ich weiß wohin. Pass auf, so einen Ein Mensch, also du morgen gleich. Grässlich habe ich noch nie gesehen. Der alte Sack hat sich lassen, nach fremden Röcken zu fassen. Doch jeden Mann, der in fremde Betten kommt, sieht er mal mit der Luft. Anstatt zu schlafen, sag ich nicht, ob du
hast Sehnsucht nach mir, nun freu dich, uns beide trennt nur noch ein winziges Stück. Wenn ich dich rufe, hält dich nichts mehr zurück, getrieben von Träumen und hungrig nach Glück. Gott ist tot, nach ihm wird nicht mehr gesucht. Wir sind zum ewigen Leben verflucht. Es zieht uns näher zur Sonne, doch wir fürchten das Licht. Wir glauben nur Lügen, verachten Verzicht. Was wir nicht hassen, das lieben wir nicht. Was ich rette, geht zugrund. Was ich segnen muss, verderben. Nur mein Gift macht dich gesund. Um zu leben musst du sterben. Schweb mit mir in den Abgrund der Nacht und verlier dich in mir. Wir werden bis zum Ende jeder Ewigkeit gehen. Ich will dich ein in meinen Schatten. Ich höre eine Stimme, die mich ruft. Nun freu dich, uns beide trennt nur noch ein winziges Stück. Wenn ich dich rufe, hält dich nichts mehr zurück, getrieben von Träumen und hungrig nach Alles ist hell, wenn der Schnee in der Sonne blitzt. Und es geht schnell, wenn man draußen im Freien sitzt. Dabei schlupft eine Segel durch Zeder. Alles herunter, fliegen die Federn. Alles ist gut, wenn die Sonne den Frust verschafft. Was man auch tut, wie schön Luft macht die Arbeit leicht. Wenn keine Freude, das Beste zu schwingen. Alles muss weiter, besser gelingen. Zu Dienste, Herr Kuckoll. Was kann ich für Sie tun an diesem herrlichen Morgen? Kerze! Ui, das sieht so schlecht aus. Sie sind selber sehr knapp, der lange Ist ja schon gut, Kuckoll. Regen Sie sich nicht gleich so auf. Habe ich gesagt, ich habe keine Kerze? Es werden mich schon noch ein paar finden. Warten Sie hier.
Bitte sehr, Kuckuck. 2 Dutzend ja nicht tropfend. Meine Empfehlung an Ihre Exzellenz. Erinnern Sie gelegentlich an die offenen Rechnungen. Was jetzt? Wie schade, dass der Herr schon ging. Wer ist denn das gewesen? Ein Krüppel. Doch Sie fürchten ihn, das Rätsel will ich lösen. Logik, Logik, zur Wahrheit führt nur Logik. Wovor diese Angst? Vor wem? Warum? Woher kam der Mann? Was macht euch stumm? Und wer von euch war so uns gemein und schlug mir heute Nacht fast den Schädel ein? Niemand kann mich irritieren, für mich zählen nur die Fakten. Niemand kann mich irreführen, denn ich traue nur den Exakten. Ich suche Wahrheit und Wahrheit will immer Klarheit. Mein Verstand ist unbestechlich, ich studiere das Positive. Ich bin niemals oberflächlich, ich sehe immer in die Tiefe, denn die Wahrheit will immer Klarheit. Mein Wissensdrang kommt nicht zu, solange noch Zweifel nagen. Ich lasse kein Geheimnis zu, ich höre nicht auf zu fragen. Wie und was und wer und wo und wann. Wie und was und wer und wo und wann. Alles ist gleich, wenn der Tag mit Musik begann. Vieles erreicht, wenn man Sorge vergessen kann. Es muss sich keiner ein Geld kann man klagen. Außer ein Esel, schnell nur befragen. Wenn der Verdacht erwacht, es wird mir was verschwiegen, versuche ich mit aller Macht die Wahrheit rauszukriegen. Schon in der Wiege fing ich an, mein Spielzeug aufzubiegen. Im ungestümen Wissensdrang zerlegte ich sogar die Kuckucksuhr. Ob Osterhass, ob Nikolaus, ich ließ mich nicht mehr trügen. In der Schule fand ich schnell heraus, dass alle Lehrer lügen. Keine Antwort, die sie gaben, konnte ich jemals mir genügen, denn in Bücher eingegraben studierte ich die Rätsel der Natur. Ich glaub an die Vernunft, sie wird am Ende triumphieren und kann auch die Professoren so beim Wissen ignorieren. Doch ich hasse Emotionen, die man kann mich provozieren, ohne jeweils mitzuschonen, bleibe ich der Wahrheit immer auf der Spur. Mein Verstand ist so bestechlich, ich studiere das Positive, ich bin niemals oberflächlich, ich sehe immer in die Tiefe, denn ich sammle die Beweise und bewerte die Motive, die heißt nicht auf jede Weise und im Kopf der menschlichen Kultur. Er studiert das Positive, er ist niemals oberflächlich, er sieht immer in die Tiefe, denn er sammelt die Beweise und bewertet die Motive, ja, er geht auf jede Weise nur den Fortschritt der menschlichen Kultur, wie die menschliche Wahrheit, wie die menschliche Wahrheit, wie die menschliche für den Fortschritt, wie die menschliche Kultur, wie die menschliche Wahrheit, wie die menschliche Wahrheit, wie die menschliche für den Fortschritt, wie die menschliche Kultur, wie die menschliche Wahrheit, wie die menschliche Wahrheit, wie die menschliche für den Fortschritt, wie die menschliche Kultur, wie die menschliche Kultur, wie die menschliche Kultur, wie die menschliche Kultur, wie die menschliche Kultur. Wachsen keine Tomaten, wo dichtlich rumort wird, da kann
Guten Abend. Sie wollen baden, stören. Überhaupt nicht. Du bist wirklich sehr nett. Drum wirst du mir verzeihen. Eingesperrt in ein Zimmer voll Knoblauch bin ich immer allein. Du meinst, mein Vater sperrt dich in dein Zimmer ein. Allerdings, obwohl ich fast schon 18 bin. Ein Schwamm. Er ist so weich. Ich liebe ihn. Ja, das ist ein sehr schöner Schwamm. Ich schenke ihn dir. Ich habe 2. Danke. Vielen Dank. Kann ich dir auch etwas geben? Darf ich was wünschen? Ja, was? Du hast, was ich gern hätt. Es zu tun ist gesund. Mir tut's jedenfalls gut, mindestens einmal am Tag. Einmal am Tag. Drum sei lieb zu mir, lass es mich bitte haben. Du meinst, dass ich... Schnell vom Schlafen gehen, war es so angenehm entspannt. Doch dein Papa. Braucht nicht zu erfahren. Nun dann, vielleicht. Gut, also gut. Zuerst sieh ich mich aus. Dann erfüllst du den Traum, mir lässt du dich vor Lust. In der Wanne voll Schau. Guten Abend, hab vor mir keine Angst. Ich bin der Engel, nach dem du verlangst. Das Warten ist bald vorüber, denn ich lade dich ein. Beim Ball des Jahres tanzen wir durch die Nacht, bis deine Sehnsucht eine Frau aus dir. Oder willst du lieber, dass alles bleibt so wie es ist? Glaubst du, das wäre dir genug? Ich denke mir, das wäre dir nicht genug. Willst du lieber bieten, bis du grau und bitter bist? Glaubst du, das wäre
Blut von Freiwilligen schmeckt Ihnen besser. Warum kannst du nicht folgen? Willst du mich mit Schule machen? Oh, ich werde mein Leben zu gehorchen! Willst du jetzt den Glauben nehmen? Unter diesem Dach lebt der liebste Mensch der Welt. Kann es Zufall sein, dass wir uns trafen hier? Sarah, bist du wach? Bitte komm doch an dein Fenster. Ich stehe im Mondlicht und wünsch mir, ich wär bei dir. Nicht so laut, ich bin ja da. Mach bloß keinen Lärm, sonst halt ich Papa. Kann es wirklich sein? Es ist ziemlich spät. Du und ich allein. Ich ist nicht mehr aus. Ich bin glücklich. Niemand darf's wissen. Ich wollte dich sehen. Drinnen erstick ich. Draußen ist Freiheit. Dort, wo der Horizont beginnt, gibt es ein Land, in dem alle Wunder möglich sind. Keine Mauer, die uns hier trennt, keine Grenze, die wir nicht überwinden. Komm zu mir, denn mit dir kann ich bis zu den Sternen gehen. Draußen ist Freiheit und Hoffnung, die man hier nicht kennt. Draußen ist Freiheit, weit fort von allem, was uns trennt, beginnt das mein Leben nennt. Wie romantisch im Mondlicht zu stehen. Leider bin ich bereits eingeladen. Nun ein Stück weit darfst du mit mir gehen. Doch versprich mir mich nicht zu verraten. Wo willst du hin? Geheimnis von mir. Nicht durch den Wald. Du Angst hast, bleib hier. Es ist dunkel und kalt. Das macht mir doch nichts aus. Du verehrst mich und du fließt im Schnee. Ich weiß schon, wohin ich gehe. Nachts kommen die Wölfe raus. Nein, weil mich tot aus. Draußen ist Freiheit, ein Glück, das Keine Schranken kennt. draußen ist Freiheit, weit fort von allem, was uns trennt, beginnt das mein Leben. Soll ich den Schrank vergessen? Den Schwein? Du brauchst jetzt den Schwein. Der ist im Bad. Darf ich oder nicht? Einerseits ist es verkehrt, doch andererseits hab ich schon lange davon geträumt. Was ist schon dabei? Warum soll ich sie nicht tragen? Ich bin alt genug und hab schon vieles Kind versäumt. Morgen will ich wieder
na sowas. Sie haben ihn 1, 2 fix ausgesaugt. Ja. Die Wölfe sind gefährlich, im Winter jedenfalls. Da springen sie so wild wie nie den Menschen an den Hals. Das da waren nicht die Wölfe, denn das war, ist klar zu sehen. Wenn ihr weiter lügt, euch selbst betrügt, wird noch Schlimmeres geschehen. Wird noch Schlimmeres geschehen. Stellt euch der Wirklichkeit, ihr Feiglinge! Die Leiche wird wie ausgelaugt, wie längst von mir beschrieben, denn das Opfer wurde leer gesaugt, der Tropfen ist geblieben. Meine These entspricht der Wahrheit. Moment noch halt, Sie gehen zu früh, Sie müssen uns noch sagen, wo ging sie hin, wen suchte sie? Bleibt hier, es gibt noch Fragen. Wie und was und wer und wo und wann. Wie und was und wer und wo und wann. Höchste Eile ist geboten. Der wird, wenn wir ihn verirren, einer von den Lebendtoten, die nach Blutkonserven gieren. Drum wollen wir diesen Verstorbenen lieber durchspießen. Mut, Madame Chagall. Der Körper ihres Gatten ist verloren, aber seine Seele können wir retten. Gemäß Van Helsings Theorien und meinen eigenen Schriften gibt's keine bessere Therapie, um Seelen zu entgiften. Viele Neurosen sind heilbar durchstoßen. Durchstoßen? Was wollen Sie durchstoßen? Naja, sein Herz mit einem Schlag. So. Zack! Soll es durchstoßen in diesem Stock? Gehst du herunter, dann zieh den Bock! Raus jetzt! Was fällt dir ein, du Schwein? Ich glaub mir deinen Spießlein selber rein! Nein, das Herz darf niemand dir durchbohren, auch wenn keiner Herzen braucht wie du. Ach, mein Armer, ich hab dich verloren, dafür findest du jetzt endlich Ruhe. Schlaf, mein alter Junge. Jetzt bin ich
Tot zu sein ist komisch. Dieses Glatze fängt Glotze. Als lebte, war zum Kotzen. Doch als Danke geht jetzt ganz gesetzt und gesetzt. Wenn mir nahe kam, nahm mich hier. Jetzt komm ich ihm nah. Und wehrlos ist tot zu sein ist komisch. 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 Sein Geschmack sein Leben, als lebte, war zum Sterben. Noch als Danke nicht im Los, sonst hätte sie Er war mir lästig in meinem Bett. Jetzt denk ich plötzlich, er war doch ganz Hier was denn? Das wird nicht bei mir. Ich bin ein jüdischer Vampir. Also, wann schlägst du zu? Auf 3. Richtig. Und wo liegt das Herz? Zwischen der 6. und der 7. Rippe! Richtig cool. Ich hatte recht. Das war Chagall. Wir hätten ihm vielleicht einen Flock durchs Herz stoßen müssen.
Ich lebe von jetzt an vegetarisch. Herr Professor, ich bin nur ein Opfer. Vielleicht zeigt er uns den Weg zu ihr. Welchen Weg zu wem? Seine Tochter. Gut, ich gehe voraus, Sie folgen mir. Sie hören es, er führt uns hin. Wie gut, dass wir ihn trafen. Bestimmt entdecken wir durch ihn das Schloss von diesem Grafen.
Nur mal eben. Ach ja, einen kurzen Blick auf Ihr prächtiges Anwesen werfen. Ja. Spätes 13. Jahrhundert, wenn ich nicht irre. Ich sehe ein Mann von Bildung. Mit wem habe ich das Vergnügen? Professor Abronsius aus Königsberg. Dir, Professor Abronsius. Sie haben von mir gehört? Ich las Ihr Buch, Die Fledermaus. Genial! Ich war gefangen. Das freut mich, denn bei mir zu Haus werd ich meist übergangen. Logik, wer würdigt schon die Logik? Sie müssen mir Ihr Buch signieren und lange bleiben. Ja, gern. Ich kann ja auch hier studieren und Forschungen betreiben. Wer ist dieser Jüngling? Gewiss ein Student. Alfred, er assistiert mir. Brav, Alfred, Kompliment. Dies ist mein Sohn Herbert, er freut sich bestimmt. Ihr werdet bald Freunde sein. Endlich jemand, der mir die Langeweile nimmt. Bitte, meine Herren, treten Sie ein. Fühlen Sie sich ganz lieb zu Hause. Kuckuck! Kuckuck wird Sie auf Ihr Zimmer führen. Reinke. Muschnicki? Pardon, Exzellenz, ich vergaß ganz, wie spät es schon ist. Sie müssen müde sein. Ich bin gefeit. Ein Nachtvogel, tagsüber nicht zu gebrauchen. Ja, komm! Alfred, vermisst du nicht etwas? Mein Sohn! Wie du bist, wie du interessiert. Braucht keinen Seninen lernen, der ihn kommandiert. Und überhaupt nicht versteht, was dich fasziniert. Ich weiß, was du fühlst und denkst, ich kann dein Sehnen spüren. Wenn du mir dein Vertrauen schenkst, dann werde ich dich fühlen. Vertrau mir, im Traumland der Nacht herrsche ich als Magier, der Wunder möglich macht. Sink mit mir ins Meer der Zeit, lern von mir, was es heißt, zu leben, spür das Glück
ein Meer von Gefühl und kein Land. Einmal dachte ich, bricht Liebe den Bann. Jetzt zerbricht sie gleich deine Welt. Totale Finsternis, wir fallen und nichts, was uns hält. Totale Finsternis, ein Meer von Gefühl und kein Land.
Traum, ein schlimmer Traum. Ein Glück, dass es nicht wahr ist. Das Gute siegt, ich zweifle kaum, auch wenn mir noch nicht klar ist. Wie und was und wer und wo und wann. Wie und was und wer und wo und wann. Er sprach von ihr, also ist sie her. Heut oder nie finde ich zu ihr. Heute scheint mir halb so schwer, was mich gestern noch mutlos machte, denn ich fühle mehr und mehr ihre Nähe, seit ich erwachte. Wie kommt dieses Frühstück hier? Kann es sein, dass es Sarah brachte? Jemand kam, oh ja, ich höre. Ah! Was? Ja, klar! Ja, klar! Ein weiches Bett, ein ruhiges Heim, erfrischen Geist und Glieder. Ein Tässchen Tee, ein Haferschleim und schon erfüllt mich wieder Logik, Logik und Drang zur Pädagogik. Herr Professor, er hat gesagt, folge deinen verborgenen Trieben. Sarah muss seligen Wunsch noch sein. Ganz schön abgebrüht, der Bursche. Wer? Naja, der Graf will uns wohl vergackeiern. Der Graf? Hätte beinahe sein Inkognito verraten. Er nannte sich Nachtvogel und nutzlos bei Tag. Bleibt nur noch die Frage, wo ist sein Sarkophag? Sein Sarkophag? Ja, na, der Sarg, in dem er tagsüber liegt. Sie meinen in einem Grab? Nicht in einem Grab, Junge. Ein Graf ruht in einer Gruft. Jedes Schloss hat so eine. Und wir wollen uns gleich auf die Suche danach machen. Gleich? Ja, na, selbstverständlich. Der Tag ist doch wie geschaffen zum Gruft suchen. Alles wird gut, heute ist ein perfekter Tag, An dem man tut, was nur Helden gelingen mag. an einem Tag wie heute geht man durch Feuer, man findet Gold und besiegt Ungeheuer. Moment! So eine Gruftsuche muss strategisch klug geplant sein. Ja, Herr Professor, aber wir dürfen nichts übereilen. Vor allem brauchen wir das richtige Werkzeug. Pack du die Tasche, ich gehe schon vor und erkunde die Lage. Aus dem Schweigen der Nacht steigen dunkle
Tat, ich besiege mich selber, deinetwegen, Sarah. Ich weich keiner Gewalt, hab Vertrauen in mich, Sarah. Ich bleibe dir nah. Ich hab Kraft, ich hab Mut und was immer ich habe, hab ich nur für Sarah. Für dich geb ich mein Blut, alles will ich tun, weil ich dich liebe. Wo bleibst du denn da eigentlich? An so einem Tag erklärte Newton die Physik. An so einem Tag schrieb Mozart seine Nachtmusik. An so einem Tag Kam mit einem Schlag Kolumbus auf den Eiertrick. und Icarus dachte, er könnte fliegen. Daniel ist in die Grube gestiegen. Es in diesem Keller nur ein wenig heller folgte. Ich wollte Zuversicht meiner Pflicht. Wär die Luft nicht so abscheulich und der Duft nicht gräulich, wär ich unerschütterlich. Aber so geb ich zu, ich fürchte mich. Da steht nicht zu übersehen die Ziele unserer Mission, wie ich es ersehen, hier runterzugehen zum Zweck genauer Inspektion. Was muss jetzt geschehen? Was muss jetzt geschehen? Aktion gemäß der Instruktion. Wir sollten erst üben und es geschieht. Ist die Stunde jetzt oder nie? Wunderbar. Wir klettern jetzt da hinunter. Da hinunter. Ja, na selbstverständlich. Schnurstracks. Du zuerst. Was, ich? Ja, Tasche Das runter. runter. Runter! Willst du, dass der Bucklige uns hört? Still da unten! Achtung! Jetzt komme ich! Was? Nein, Ich häng fest. Ja, was hilf mir doch, Junge! Ja, aber doch nicht so! So geht das nicht! Du wirst es allein machen müssen. Ja, stell dich nicht so an! Du musst ihnen die Herzen durchstoßen! Die Herzen durchstoßen? Nein, Professor, bitte alles, aber das Sei kein Waschlappen! Öffne die Särge. Die Särge. Denk an Chagalls Tochter. Den Deckel weg! Na, wer liegt drin? Seine Exzellenz! Jetzt an!
nimmst du den Hammer und einen Flock raus. Und jetzt zuerst schnell auf zum Grafen rauf. Jetzt setzt du den Flock zwischen die 6 und die 7. Ja, aber doch nicht so, doch auch andersrum. Los jetzt! 1, 2, 3. 3. Zum Donnerwetter 3. Ich kann das nicht! Weiter bei! Schämst du dich denn gar nicht? Doch, schon. Aber ich kann das trotzdem nicht. Barmherziger, es hat keinen Sinn mit dir. Also komm wieder rauf. Ja. Zampalot, alles muss man selber machen. Ein Jammer ist das mit der heutigen Jugend. Lasch und Verweichlichkeiten mehr in den Knochen. Nicht mehr in der Lage, sich am Riemen zu reißen, wenn es ums Ganze geht. Ja, na komm hoch und zieh dich wieder rauf. Trödel nicht. Träumst du schon wieder, oder was? Meinst du, es macht mir Spaß hier, ewig rumzuhängen? Also, eins muss ich dir ja sagen. In der Theorie, da bist du ja schon recht brav. Aber in der Praxis, da hapert es noch gewaltig. Dann also hilf mir wenigstens hoch, Lümmel. Also du musst noch einiges lernen, bis du mal in meine Fußstapfen treten kannst. Das war heute eher eine Blamage mit dir, das muss ich dir sagen. Und das Was soll das Gepummer? Hast du den Ball vergessen? Zeit zum Aufstehen. Den Ball? Vergiss es! Da kommst du nicht rein. Wieso? Gesichtskontrolle. Ehrlich? Dann schlafen wir noch eine Runde zusammen. Du solltest dich mal schämen, Schengel. Ich? Warum? Mir in den Hals beißen, mein Blut saugen. Na und? Warum soll ich denn dein Blut nicht saugen? Andere saugen schließlich auch an mir. Ob mit Zähnen oder Engelsaugen, jeder Mensch ist nur ein Säugetier. Was fast jeder tut, ist doch kein Laster. Wer mein Blut geleckt hat, möchte mehr. Der Vergnügen, der Erfolg, der Zaster. Schließt jeder hinter jedem her. Wer nicht zerschlissen werden will, der lernt sich durchzubeißen. Wer nicht beschissen werden will, muss andere bescheißen. Darum saugt ihr Mut an. Etwas frisches Blut kann dir nicht schaden, dir nicht schaden. Saug dich doch an, statt zu plagen. Als ich noch lebte, fand ich dich fies. Doch seit an mir saugst, find ich dich beinahe süß. Geil zu sein ist komisch, geil zu sein ist komisch. Sommer wieder und dann immer mehr zu müde. Jetzt ist jeder Kuss, dann ist der Los, ja, Tuerka,
jeden aus, das ist das Gesetz dieser Welt. Jeder nimmt sich von jedem das, was ihm so gefällt. Wenn es kein Blut ist, ist es Liebe oder Geld. Ja! Ja! Was ist dabei? Jeder sagt jeden aus, das ist das Gesetz dieser Welt. Jeder nimmt sich von jedem, das ist in dieser Welt. Es kann Blut, ist es Liebe oder Geld. Aristoteles, Empedokles, Aeneas, Parmenides und Nikomachos, Diogenes, Antiochos, Maimonides, schon beim Riechen schwimmt wie die Weisheit der Griechen. Sokrates, Aurelius, Augustinus, Tacitus, Tibur und Plato, Katharina von Aquinas, Caesar, Cicero und Cato, schon bei Kasten wird man zum Enthusiasten. Als sie gefangen meinen, Dann kann sich der müde Geist nach reinen Decken laben, aber wenn der Autor Hegel heißt, dann an im Bett des Rahmen. Deutscher Teams sind auf Papier gedruckt und alles erst Ausgaben. Bebauliches wohl niemand und ein Leben ohne Bücher wäre top. aber nicht viel Zeit. Knopfer und Kopernikus und Pablo Humanisten, Paracelsus, Exclusius, die frühen Okkultisten, Jungen, Oppenhaus und Mendel und Moram und Rosalisten, Descartes, Mendel und andere Erforscher der Natur. Es wird bald dunkel werden. Shakespeare, Descartes, William, Machiavelli, und der Max im Schilling, Sarah! Du bist Gott sei Dank, du lebst. Keine Angst, jetzt bin ich da. Dir wird nichts geschehen, ich werde dich befreien. höflich ist das nicht. Schließlich bin ich eine Dame. Mich zu überraschen, wenn ich bade, ist nicht wahr. Sarah, sag mir, wie es dir geht. Hatte dich verletzt, komm nicht schon zu spät. Heute Nacht ist Tanz. Du musst mit mir fliehen, Verratet will ich Tanz. bleib nicht hier. Ich will es dir sagen. Bald wird es dunkel. Mit dem Herrn Grafen. Flieh, ich beschwör dich. Wie gefällt dir mein Kleid für den Ball? Der Herr Graf schickt mir prächtige Sachen. Er verwöhnt mich, weil ich ihm gefall. Wenn Papa kommt, wird er auch machen. Wir müssen fort, Weißt du nicht, wer da war? die Zeit läuft ab. Einen Tanz hab ich frei. Ich beschwör dich, komm mit. Frag mich morgen nochmal. Begreif doch, ich mein's gut mit dir. Das lacht nur mit mir. Willst du denn nicht mehr nach Haus? Dreh dich jetzt um, ich komme raus. Professor! Katholiken, Referate, sagen Ideologien und Annalen, Daten, Chroniken, Elogen, Elegien und Pamphlete, eben Kritiken, Infolium, in Kranken und Frakturen. Ich hab Sarah gefunden. Robespierre, und Seneca, Da Vinci und Cervantes und die wunderbaren Opera, Boccaccios und Dantes und Marquis de und Don Juan, Frivolus und Carantes und Don Byron, Goethe, Eckermann, John Arno, Bruno Lessing, Thomas More. Müssen wir nicht gerettet werden? Bücher blieben von den Menschen, Führer Zeiten, hätten sie es nie aufgeschrieben, können die Geistes nicht begleiten und verdammt zu Ignoranten, müssen Venus jeden schreiben. Alle Bücher sind Garanten für den Fortschritt und die menschliche Kultur. Hast du dir das gemerkt, mein Junge? Aber was wollen wir jetzt tun, Herr Professor? Auf jede Frage dieser Welt gibt es Antwort in einem Buch. In einem Buch. Aber in welchem?
Man beginnt bei Aristoteles, Empedokles, Aeneas, Parmenides, Nikomachos, Diogenes, Antiochos, Maimonides, Machiavelli, Augustinus, Tacitus, Plutarch, Pericles, Empedokles, Cicero und Ratgeber für Verliebte. Wie man ein Herz gewinnt. Wenn Liebe in dir ist, dann klingt aus dir Musik. Wenn dein Moment hier ist, dann spricht für dich dein Blick. Und der Mensch, den du magst, versteht, was du sagst. Und wärst du auch still, dein Herz verrät, dass Liebe in dir ist, die nicht mehr schweigen will. Manchmal sagt ein Kuss mehr als 1000 Worte. Sarah? Oh, Entschuldigung. Bleib! Ich möchte mit dir reden. Vater ist ganz begeistert von dir. Ich finde, wir sollten Freunde werden. Aber ich muss doch... Du musst zu mir nett sein. Ich will dich verstehen. Was macht dich so blass? Bist du krank? Mir geht's gut, vielen Dank. Aber nein, du hast wieder mein Freund. Du solltest im Bett sein. Nein, was muss ich sehen? Du zitterst vor Angst, mon chéri. Nein, ich zittere nie. Aber ja, du bist ängstlich, mein Freund. Man hört, gibt's einen Ball in. Du
Ja, Aliboris Theorie ist korrekt. Die üblich liegende Reflexion. Das ist nicht Aliboris Theorie. Ich habe die Reflexionstheorie entwickelt. Alibori hat sie mir gestohlen. Als wir beide vor dem Spiegel getanzt haben, da habe ich nur mich gesehen. Von ihm nichts. Ich wünschte, ich hätte mit ihm getanzt. Herr Professor, ich bin müde und mir ist kalt. Und wir wollten doch noch Sarahs Als der Orion! Herrlicher als der bestirnte Himmel über uns ist nur das Universum der Logik in uns. Sind wir hier sicher? Todsicher. Sind nicht treffend, Professor. Nur ein bisschen, es ist passiert. Zu viel Neugier ist tödlich, Professor. Man muss lernen, was man studiert. Sie unterschätzen die Wissenschaft von Cola. Ich werde sie in Alkohol einlegen und meine...
Der Mond versteckt sich, denn ihm graut vor mir. Kein Licht im wilden Meer, kein falscher Hoffnungsstrahl, nur die Stille und in mir die Schattenbilder meiner Qual. Das Korn war golden und der Himmel klar. 1617, als es Sommer war, wir lagen im flüsternden Gras. Ihre Hand auf meiner Haut war zärtlich und warm. Sie ahnte nicht, dass ich verloren bin. Ich glaubte ja noch selbst daran, dass ich gewinn. Doch an diesem Tag geschah's zum ersten Mal. Sie starb in meinen Armen. Wie immer, wenn ich nach dem Leben griff, blieb nichts in meiner Hand. Ich möchte Flamme sein und Asche werden und hab noch nie gebrannt. Ich will hoch und höher steigen und sinke immer tiefer ins Nichts. Ich will ein Engel oder ein Teufel sein und bin doch nichts als eine Kreatur, die immer das will, was sie nicht kriegt. Gäb's nur einen Augenblick des Glücks für mich, nähm ich ewiges Leid in Kauf. Doch alle Hoffnung ist vergebens, denn der Hunger hört nie auf. Des Pastors Tochter ließ mich ein bei Nacht, 1730 nach der Maiandacht. Mit ihrem Herzblut schrieb ich ein Gedicht auf ihre weiße Haut. Und des Kaisers Page aus Napoleons Tross, 1813 stand er vor dem Schloss. Dass seine Trauer mir das Herz nicht brach, kann ich mir nicht verzeihen. Doch immer wenn ich nach dem Leben greif, spür ich, wie es zerbricht. Ich will die Welt verstehen und alles wissen und kenn mich selber nicht. Ich will frei und freier werden und werde meine Ketten nicht los. Ich will ein Heiliger oder ein Verbrecher sein und bin doch nichts als eine Kreatur, die riecht und lügt und zerreißen muss, was immer sie liebt. Jeder glaubt, dass alles einmal besser wird, drum nimmt er das Leid in Kauf. Ich will endlich einmal satt sein, doch der Hunger hört nie auf. Manche glauben an die Menschheit, manche an Geld und Ruhm, andere glauben an Kunst und Wissenschaft, an Liebe und an Heldentum. Viele glauben an Götter verschiedenste Art, an Wunder und Zeichen, an Himmel und Hölle, an Sünde und Tod und an Bibel und Brevier. Doch die wahre Macht, die uns regiert, nicht die schändliche, unendliche, verführende, zerstörende und ewig unstillbare.
zeig ich heut und hier, sobald euer neues Jahrtausend beginnt, ist der einzige Gott, dem jeder dient. Die Unstillbaren.
totale Finsternis, ein Meer von Gefühl und kein Land. Einmal dachte ich liebe den Bann. Jetzt zerbricht sie gleich deine Welt. Totale Finsternis, wir vermuten nicht, was uns hält. Sarah, ich bin's. Ich werde dich retten. Er hat sie zwar gebissen, aber sie lebt noch. Eine ordentliche Bluttransfusion und 2-3 Tage Ruhe und du bist wieder frisch wie der junge Mann. Sarah, warten wir zusammen. Also, ich zähle bis 3, dann nehmen wir sie mit und tauchen zur Tür. Was? Seid ihr bereit? Ja! 1, 2, 3. Saug sie aus. Ja.
bleib wenig wach und beschützt dich vor Gespenstern. Unser Abenteuer ist vorbei, der Tag ist nicht mehr weit. Alles wird nun anders sein, wieder angesperrt, niemals mehr allein. Gehen, wohin ich mag, Zeigen, was ich will. gerade jeden Tag. Angst und Kälte werden vorbei sein. Jenseits der Wälder, jenseits der Berge, alles wird neu sein. Draußen ist Freiheit, dort wo der Horizont beginnt, gibt es ein Land, in dem alle Wunder möglich sind. Keine Mauer, die uns mehr trennt, keine Grenze, die wir nicht überwinden. Bleib bei mir, denn mit dir Kann ich bis zu den Sternen gehen, bis in die Zukunft sehen. Draußen ist Freiheit, nun gibt es nichts mehr, was uns trennt. Draußen ist Freiheit. Was ist das? Blut, Liebling, leck es ab. Gar nicht schlecht. Wir sind entkommen, mein Verstand hat triumphiert und die Menschheit von Verderben bewahrt. Die Königsberger werden gelb sein vor Neid, wenn man